Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Osterbäckerei dabei seid. Heute ist der dritte Tag meiner Osterwoche und heute habe ich so eine Kindheitserinnerung für euch. Ich zeige euch heute mein fränkisches Osterbrot und zwar in süß und, ja, ich würde mal sagen, säuerlich. Für ein Laib Brot brauchen wir 500 Gramm Mehl, ich habe hier 200 Gramm Cranberries, ihr könnt aber auch Rosinen nehmen, 2 Eier, 70 Gramm weiche Butter, 2 Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Zucker, einen Teelöffel Salz, einen halben Würfel Hefe, frische Hefe habe ich und 200 Milliliter lauwarme Milch. Als erstes machen wir so einen kleinen Vorteig. Dazu gebe ich die Hälfte von der lauwarmen Milch in ein Glas. Also lauwarm bedeutet nicht höher als 40 Grad. Also es sollte ungefähr 40 Grad haben, die Milch. Da kommt der Salz hinein und die Hefe. Die bröckel ich da hinein, dann löst sich das Ganze etwas schneller auf. Ja, und das wird dann verrührt, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Und dann darf das Ganze so ungefähr 30 Minuten gehen. Dann brauche ich eine Schüssel, da gebe ich jetzt mein Mehl hinein. Den Zucker und den Vanillezucker. Und dann brauche ich jetzt meine Küchenmaschine. Und zwar mit einem Knethaken. Ich habe das Ganze jetzt mal kurz durchgeknetet, also was heißt durchgeknetet, durchgemengt. Und jetzt gebe ich meine sehr weiche Butter dazu. Also sie muss wirklich weich sein, damit sie sich schön in den Teig hineinarbeiten kann. Und dann verrühre ich das Ganze kurz. Jetzt gebe ich noch die Eier mit hinein. Und die restliche Milch, die ist jetzt natürlich nicht mehr lauwarm, das ist aber vollkommen in Ordnung. Denn die Wärme von der Milch brauche ich eigentlich nur für die Hefe, damit sie arbeiten kann. Ja, das Ganze wird jetzt mal zu so einem halben Teig geknetet, sage ich jetzt mal. Und zum Schluss kommt dann die Hefemilch mit hinein. Schön langsam hineinlaufen lassen, die Maschine natürlich nach unten schalten, weil sonst schwappt das Ganze oben wieder raus. Und jetzt lasse ich den Teig so gute 2 Minuten durchkneten. Und dann kommen meine Cranberries dazu. Ich habe die Cranberries genommen, weil ich nicht so ein Rosinen-Fan bin. Aber offiziell gehörten ein original süßes Osterbrot Rosinen. Und die am besten noch über Nacht in Rum einweichen. So ähnlich wie beim Christstollen. Aber das ist mein Rezept, das ist mein fränkisches Osterbrot und da kommen Cranberries rein. Ja, das Ganze darf jetzt 10 Minuten kneten und nach den 10 Minuten knete ich das Ganze nochmal kurz mit der Hand durch. Dazu gebe ich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, ja, und knete mein Osterbrot nochmal schön durch. Und zwar auch so, dass die Cranberries richtig schön in dem Teig verteilt sind. Dann wird der Teig zu einer Kugel geformt, so sah es aus. Jetzt muss er nochmal gehen und dafür gebe ich ein bisschen Mehl in meine Aluschüssel, lege den Teig hinein, da kommt dann noch ein sauberes Geschirrtuch drüber und dann dürfte er gute 3 Stunden gehen. Also gibt dem Hefeteig wirklich Zeit zum Gehen. So sah er dann aus, also die Menge hat sich auf jeden Fall verdoppelt. Jetzt hole ich mir den nochmal raus und knete ihn erneut nochmal durch. Also ich knete den immer so, also ich tue nicht wild rumkneten, sondern immer die eine Seite entlang ziehen, also wegziehen und wieder zu mir herholen. Und so knete ich so richtig schön Luft in den Teig hinein und dann geht er auch richtig schön hoch. Ja, dann forme ich das Ganze wieder zu einem Laib, lege es dann auf ein Backblech und dann schneide ich oben noch ein Kreuz hinein und zwar so gute 1,5 bis 2 cm tief, denn das soll richtig schön aufgehen, also es soll wie so eine Blume auseinandergehen. Und dann decke ich das nochmal zu und dann darf es nochmal 1 Stunde gehen. Und so sah es dann aus nach einer Stunde. Also man sieht oben an dem Schnitt, dass es richtig schön aufgegangen ist. Und das hier ist der Teig vom säuerlichen Osterbrot. Also das ist derselbe Teig, nur sind da keine Rosinen drin. Hier habe ich jetzt ein Ei, das verquirle ich mit einem Esslöffel Milch
Und damit bepinsele ich jetzt mein Osterbrot komplett ein. Und dann kommt es in den Ofen bei 160 Grad Umluft für 35 bis 40 Minuten. Und hier habe ich jetzt dasselbe gemacht mit dem säuerlichen Osterleib. Auch nochmal durchgeknetet, geformt, eingeschnitten, nochmal eine Stunde gehen lassen. Und damit dieses Osterbrot nicht so extrem breit wird, stelle ich immer noch einen Tortenring darum, damit einfach das Backen oder die Breite gebremst wird, denn diese Brote gehen unheimlich in die Breite und ich habe das bis jetzt schon immer so gemacht und mit dem Tortenring fahre ich eigentlich richtig gut. Also da werden die richtig schön groß und das sieht man hier. Also die sind mega, das sind Prachtstücke geworden. Also das ist echt, so stelle ich mir ein Osterbrot vor, so richtig schön hoch, weich und lecker. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, mein traditionelles Osterbrot hat euch gefallen. Das ist übrigens ein Rezept, mit dem ich groß geworden bin. Osterbrot gehört bei uns dazu wie die Eier und der Schinken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.